Ja, es ist so, ich habe ja meine Schule beendet, habe dann mein Abitur nicht so gut auf die Reihe bekommen. Habe es dann nachgeholt durch ein freies soziales Jahr, habe mich dann selbstständig gemacht, war viel reisen, ich glaube knapp 2 Jahre lang war ich in den USA, in Japan, Südeuropa viel, Frankreich, Italien und habe erstmal das Leben genossen. Ja, mehrere Monate einfach auf Achse mit meinen besten Freunden. Tobi, dem anderen Tobi, mit Hannes, mit Frank, Enoch. Darf ich mal ein Bild von mir machen, oder? Genau, alle, die dazugehören. Die Inspiration, Filme zu machen, kommt, glaube ich, aus meiner Liebe zur Sportart Parkour. Ich habe damals mit Freunden in Heilbronn hier angefangen, Parkour zu trainieren, in den Hallen. Und dann habe ich mir zum 16. Geburtstag eine GoPro gekauft, die erste GoPro auf dem Markt. Genau, und dann kam eins zum anderen. Ich habe angefangen mit den Actionfilmen, mit Parkour, habe mir da schon Tür und Tore geöffnet und so einige Sachen erleben lassen. Egal ob in Japan, egal ob in Kalifornien. Yes! Yes! What the fuck are they talking? Also ich glaube, ich hatte als Kind nie wirklich Träume, also nie wirklich so das Verlangen danach, etwas Bestimmtes zu werden, sondern vielmehr einfach mir gewisse Möglichkeiten offen zu halten. Und dann habe ich unglaubliche Menschen getroffen, die super lieb waren und super offen und mich immer aufgenommen haben, herzlich. Tobias Trutzenberger, mein sehr guter Freund seit mehr als 10 Jahren. Hi Leute, ich bin der Tobi. Ist auf jeden Fall der perfekte Reisebuddy für den Großteil der Reisen, die ich unternehme. Und zwar die Reisen, bei denen man wenig Geld hat. Und nicht wirklich mit einem Plan an die Sache rantritt, um zu sagen, hey, ich gehe nach draußen, ich erlebe, ich entdecke, ich nehme mit und alles was kommt, was ich cool finde, das mache ich und was nicht, das mache ich halt nicht. Das erste Mal Irland war so auch der erste richtige Roadtrip, den wir vorhatten. So wie das es gekommen ist. Wo sind wir hin? Auf welchem Weg? Dublin. Wohin? Nach Dublin. Wir wollten zelten gehen. Wir haben Flüge gebucht, ich glaube im Dezember und haben entgegen jeder Einschätzung und entgegen jeder Tipps und Empfehlungen von Leuten, die schon in Irland waren oder aus Irland kamen, uns dafür entschieden zu sagen, wir nehmen dieses schwere Zelt mit, wir nehmen den Gaskocher mit und alles, was wir brauchen, um draußen zu überleben und fliegen dahin. Die Tatsache war dann so, dass wir angekommen sind und am ersten Abend schon gemerkt haben, es ist viel zu kalt und wir haben in der ersten Bar dann das Angebot des Wirts angenommen und haben uns oben im Zimmer bei ihm eingemietet. We got a bed, got Toby rolling over. Essen ist aber nicht dabei, oder? Mann. Am Schluss des Urlaubs hatten wir ein paar sehr intensive Tramp-Tage. Wir sind mit vielen Leuten mitgefahren im Auto, das haben wir uns beibehalten. Wir haben nur einen Zug gebucht, glaube ich. Sonst waren wir ständig mit anderen Leuten unterwegs, haben coole Menschen kennengelernt, aber geschlafen haben wir immer in 4- oder 5-Sterne-Hotels. Schmeckt nach Buchstaben. Schmeckt man auch den Geschmack raus, dass es in einem Hotelzimmer gekocht wurde auf einem Camping? Also wir sind ja campen, habe ich ja ganz vergessen. Genau. Hier steht nämlich unser Zelt. Und hier ist unsere Cooking Area. Wieso wir das dann wirklich gemacht haben, wissen wir, glaube ich, beide nicht mehr genau. Die Intention war, glaube ich, einfach uns was zu gönnen. Wir hatten viel Bargeld dabei. Da war die Hemmschwelle gar nicht mal so groß zu sagen, okay, wir geben es jetzt einfach aus und haben dafür einen entspannten oder einen ziemlich geilen Urlaub und konnten halt den ganzen Tag Action machen und dann abends dick entspannen im Hotelzimmer. Oh, guck mal, ja. So, was geht? Der Tour-Vlog. Wir haben gerade... Tag 4 oder Tag 4?
Freitag, den 1. März. Ja, aber eigentlich haben wir... Freitag, den 11. März. Ja, aber eigentlich 10. März. Ne, wir haben 11. März, aber wir haben gestern vergessen zu vloggen. Deswegen machen wir das jetzt, okay? Also wenn man das so sagen kann, dann war auf jeden Fall Japan bis jetzt meine spontanste und dümmste Reise, die ich je unternommen habe. Julio, ein Freund aus Sevilla, hat mich damals gefragt, ob ich spontan Lust hätte, mit nach Tokio zu fliegen. Und dann habe ich gesagt, ja, schon Bock so, aber ich schreibe Abitur in 2 Wochen und ich habe auch eigentlich gar kein Geld. Und da hat er mir gesagt, okay, er legt es mir aus und ich soll mich mal nicht so haben, so Abitur kann man auch nochmal schreiben. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, gesagt, so ja, hast schon recht und habe den Flug gebucht. Dann war es tatsächlich so, dass wir uns verstritten haben am 2. Tag und ich dann auf mich alleine gestellt war. Eat or training. Und versucht habe, ohne Geld in dieser riesigen, unüberschaubaren, verrückten Stadt wie Tokio über die Runden zu kommen. Dann habe ich da diese Feuerrutsche gesehen, die bin ich dann hochgeklettert und habe oben ein Dach gefunden, auf dem man sich perfekt hätte hinlegen können. Kurzerhand habe ich am Abend Kleidungsläden die Verpackungskartons eingesammelt und habe mir dort oben ein Bett gebaut. Kaito, sleep well? Tell me, tell me, tell me. Earthquake. 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 Es war verdammt kalt, es war verdammt windig, es war verdammt verrückt. Irgendwie doch schon ein Worst-Case-Szenario. Und ich wusste, ich musste dann irgendwie schnell weg. Eine sehr inspirierende Reise dahingehend, dass man mal realisiert, was es bedeutet, kein Dach über dem Kopf zu haben, sondern einfach draußen auf der Straße versuchen zu überleben. Dass es mir wichtig ist, ein Zuhause zu haben, dass es mir wichtig ist, ein Zuhause zu schätzen, ein Bett zu schätzen, ein Dach zu schätzen, 4 Wände zu schätzen. Privatsphäre sowieso, in einer Stadt wie Tokio sehr selten gesehen. Umso mehr freut nach diesen 2 sehr intensiven Wochen dann wieder in Deutschland anzukommen. – 2015 war ich mit Hannes in Malta. Also zum Klippenspringen und Parkour machen. Wir sind dann angekommen und hatten auch relativ wenig Geld. Okay. Nothing, nothing. Wir haben in Olivenbäumen geschlafen. In Gozo haben wir dann wirklich weitestgehend auf Dächern gepennt, in irgendwelchen kleinen Städten. War ziemlich geil, war ziemlich hart, aber auf Malta gibt es relativ wenig Bäume. Die Idee, unsere Hängematte mitzunehmen, war zwar ganz cool, aber wir konnten sie nirgendwo aufhängen. Also mussten wir uns aus Stroh auf den Häuserdächern, auf diese Flachdächern, die es dort überall gibt, Betten bauen und dann einfach mit dem Schlafsack drauf liegen. Wir haben Nächte durchgefeiert, haben wunderbare Menschen kennengelernt. Sind auf Kräne geklettert, waren in der Altstadt Valletta, haben Parkour gemacht, haben die Community von dort kennengelernt. Ja! Auf jeden Fall der inspirierendste Moment und bedeutendste Moment, glaube ich, für uns beide auf Malta war, als wir das Azur-Window bezwungen haben. Sehr angsteinflößend. Ich habe aber in dem Video damals 2 von Stora gesehen, die da runtergesprungen sind und dachte mir, okay, ich muss da runter, ich möchte da runterspringen. Innerhalb von einer Sekunde, man überlegt dann gar nicht mehr viel, es macht einfach Klick. Ich bin dann raus und die Leute haben alle geklatscht und sind voll durchgedreht. War sehr überwältigend, das Gefühl, zum ersten Mal gesprungen zu sein, mich umwunden zu haben. Ganz unten meterhohe Wellen, scharfe Felsen, sehr angsteinflößend. Das ist die Antwort auf die Frage, wie man sich nur so hart findet. Ja, hatten insgesamt eine sehr, sehr geile Zeit. Kind of tired, but we are on our way to North Italy.
then South Italy and then South France. Oh, it's closed. Sarah ist eine Freundin, die ich über das Parcours kennengelernt habe. Veranstaltung, die Meschodi heißt, bei Karlsruhe. Sehr geiles Event. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch zusammen mal reisen gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wohin? Und ich glaube, sie hat es vorgeschlagen oder wir haben es beide vorgeschlagen und haben gesagt, okay, wir gehen zu den Cannes Filmfestspielen und versuchen uns da irgendwie reinzusneaken, irgendwas auf die Beine zu stellen. Wir haben uns dann das Auto von meiner Mom geliehen. VW Passat, ein richtiges Autobahnauto, mit dem man wunderbar hätte nach Cannes, also an die Côte d'Azur, runterfahren können, wenn das Auto nicht auf der Hälfte der Strecke kaputt gegangen wäre. Ganz unten angekommen, mussten wir uns dann erstmal darum kümmern, dass wir eine Werkstatt aufsuchen, eine Möglichkeit finden, das Auto reparieren zu lassen. Da war ein riesen Hickhack, aber auf jeden Fall auch eine lustige Geschichte. Wir waren beim Aldi einkaufen und haben dann dort einen Typen angesprochen und er hat uns dann eingeladen auf seine Party. In der Villa war das, mit Whirlpool und Swimmingpool und gratis Essen und alles, was man sich vorstellen kann. Where are you from? I'm from Paris. Wir waren dann in Grasse. Dort haben wir ein Hotel gefunden, ein altes, leerstehendes, in das wir dann eingebrochen sind, ohne Gewalt anzuwenden. If you take a minute and enjoy. Am nächsten Tag sind wir dann über den ADAC, der uns die Rückflüge bezahlt hat, von Nizza aus nach Stuttgart geflogen. Und nachdem das dann fertig war, nachdem ich dann umhergereist bin, habe ich dann gesagt, okay, jetzt fange ich an, ein bisschen serious zu werden. Und habe meine Firma gegründet und angefangen in dem Bereich, der mir am meisten liegt, dem Filmen und Fotografieren, professionell zu produzieren, Content zu erschaffen, Aufträge entgegenzunehmen und mein Unternehmen Conweimar auszubauen. Probleme während der Firmengründung, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, während dem Umbau haben wir 3 Monate lang oder 4 Monate lang jeden Tag 12 bis 14 Stunden im Büro verbracht und umgebaut. Es gab nicht nur einen Moment, an dem Tobi und ich im Büro standen, um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr abends und kurz vorm Durchdrehen waren. Wir haben uns, glaube ich, 5-mal fast die Fresse poliert. Ich bin unglaublich dankbar für all die Menschen, die uns da geholfen haben. War auf jeden Fall der Daily Struggle, irgendwie alles selber zu lernen, alles selber zu richten, alles zu reparieren, was zu erreichen, große Projekte umzusetzen, viele Menschen mit ins Boot zu holen, am besten auch meine ganzen Freunde irgendwie mit einzuspannen und dann zusammen mit den Leuten was Geiles und was Bleibendes zu kreieren. Vier Tage vor Eröffnung, 10 Uhr abends und es sieht so aus. Schaffen wir, Tobi, oder? Ja. Okay, wir testen jetzt nach 8 Milliarden Stunden. Ja! So, ich rufe es an. Wen rufst du an, Marco? Schaffhausen Gefängnis. Wieso Gefängnis? Fragen, wie es aussieht wegen Montag. Ich war in der Schweiz im Gefängnis in Schaffhausen. Guten Tag, Anmeldung zum Haftantritt. War eine sehr, sehr lustige Zeit. Klar, ganz kurz war auch ein bisschen Verzweiflung mit dabei. Primär hat es mir sehr gut getan. Ich konnte mich mal 4-5 Tage lang voll auf mich konzentrieren. Habe viel geschrieben, glaube ich, 30 Seiten Text. 5 Kilometer vor der Grenze sind wir zu schnell gefahren. Also habe versucht, es verjähren zu lassen und mich nicht gemeldet. Und dann kamen Briefe. Der letzte Brief war dann: Herr Weimar, wir freuen uns, Sie am 4. Januar bei uns zum Haftantritt begrüßen zu dürfen. Dann hat mich Tobi nach Schaffhausen gefahren. Mein besten Freund Tobi unterwegs. Nice. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich Bargeld brauche im Gefängnis. So für Münztelefon und so gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Vielleicht muss man was abdrucken, so Wegzoll in die Zelle. Bestätigt. Aber schön, ein schönes Gefängnis. Kann man schon mal machen, so, oder?
Weimar Marco. Der Beamte hat aufgemacht, hat mich hier reingebeten, meine Sachen abgenommen, mich durchsucht. Da musste ich mich duschen. Die haben mich nach oben gebracht in die Zellentrakte. Zu meiner Zelle ganz hinten im Eck. Die letzte und hässlichste und dreckigste Zelle überhaupt, schätze ich. Und haben mich eingeschlossen. Und dann war ich 4 Tage, knapp 5 Tage im Gefängnis. Und ja, war auf jeden Fall eine super lustige Zeit. Wer bist du denn? Wer ich bin? Hey, wer ich bin, definieren die Menschen um mich herum, wenn man mit mir zusammen abhängt. Dann kann man, glaube ich, verstehen, und man kann dann nachvollziehen oder sich ein Bild davon machen, wer ich bin oder sein kann. A ist ein bisschen... Wenn mich jemand fragen würde, wer ich bin, dann könnte ich da gar nicht genau darauf antworten. Ich glaube, es gibt auch weniger eine Beschreibung dafür, als dass Menschen verstehen, wer ich bin, wenn sie verstehen, was ich tue. Und wie ich es tue und mit wem ich es tue. Ich glaube vielmehr, dass anstatt Worte und irgendeine Beschreibung, dass mich die Abenteuer und die Erlebnisse, meine Pläne und meine Träume und alles, was mich so umgibt, dass mich das auf jeden Fall beschreibt. Was ist das ganze Projekt hier überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Die Form, die das Ganze haben soll, nimmt es vielleicht an, indem jetzt einfach das Ganze mal anfängt ins Rollen zu kommen und indem ich jetzt diese Videos veröffentliche und mit euch da draußen teile. Ich habe wirklich unglaublich Bock drauf, mit den Menschen, die mich bis jetzt begleitet haben, noch mehr zu erleben, noch mehr nach draußen zu gehen und noch mehr ganz verrückte, waghalsige und auch unüberlegte Dinge zu tun. Die Idee dieses Formates, dass wir alle 2 Wochen ein Video rausbringen, ein Video über Reisen, über Themen, die ich ansprechen möchte, Behind the Scenes meiner Filmprojekte. Unterhalten werden wir auf jeden Fall, aber wir werden auch viel übertreiben. Humor ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil dieses Vlogs. Werdet ihr merken, dass dazu gehört, dass ich einfach ein bisschen verrückt bin. Ich bin froh, dass ich jemand bin, der auf Leute zugeht, der manchmal sogar ein bisschen frech ist, der sehr direkt ist. Arschloch. Und unglaublich schamlos manchmal ist und einfach Leute darauf anspricht, auf irgendwelche Themen, die ihn interessieren, auf irgendwelche Fragen, die er hat. Im Endeffekt bin ich damit immer am weitesten gekommen im Leben. Menschen, die man direkt anspricht und freundlich anspricht, da kann gar nichts anderes passieren, als dass sie direkt und freundlich antworten. Und deswegen habe ich an diesem Lebensstil festgehalten und kann jedem empfehlen, oder bei solchen Punkten mal aus sich rauszukommen und zu sagen, so, hey, versucht es, geht das Risiko ein und wenn ihr auf die Schnauze fallt, was soll passieren? Jemand schickt euch weg oder sagt, nee, ich möchte nicht oder ich kann nicht oder es bietet sich einfach keine Möglichkeit. Aber das ist auch das Schlimmste, was passieren kann. Das Beste, was passieren kann, ist das, was ihr alles in diesem Vlog seht. Die meisten Geschichten, die ich erzählen kann, die meisten Abenteuer, die ich erlebt habe ich nur erlebt, weil es Menschen da draußen gab, die das mitgetragen haben, die mich supportet haben, die für mich da waren, die diesen ganzen Vlog zu dem gemacht haben, was er ist. Und zwar die Abenteuer, die ich mit all diesen wunderbaren Menschen, mit allen von euch, mit allen Freunden, mit Familie, mit Bekannten, mit Reisepartnern und auch Fremden von überall her erlebt habe. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Niemand ist gezwungen, mir zu helfen und mich zu supporten und mich aufzunehmen oder so. Aber die Menschen, die es tun, die wissen, dass ich das Gleiche für sie auch tun würde. Ich bin hier in Heilbronn, bin nicht oft hier, aber wenn ich hier bin, steht meine Türe offen, jedem, der kommen möchte. Und ich glaube, genau darum geht es, dass man einfach füreinander da ist, dass man sich unterstützt. Auch mit so Kleinigkeiten wie dem Schlafplatz auf dem Boden jemandem helfen kann, weil irgendwann braucht man es vielleicht selber und dann ist man sehr froh drum. Es waren immer Leute da, die supportet haben und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich habe mega Bock, diese Geschichten weiter zu schreiben, weiter zu verfilmen, weiter zu präsentieren, an euch zu präsentieren, mit euch zu erleben, mit jedem Einzelnen von euch und ja, was soll ich noch sagen? Dicke Action!
Baby.